So, ich zeige euch heute zum Einstieg eine Überschrift aus einem Zeitungsartikel. Der ist so oder ähnlich in der vergangenen Woche in vielen Zeitungen erschienen. Und man hat auch ähnliche Themenüberschriften in der Tagesschau oder in den Nachrichten gelesen oder auch gesehen. Guckt euch das an. Wem etwas dazu einfällt, der kann sich äußern. Hat jemand von euch was mitbekommen? Das habe ich fast erwartet, aber das ist gar nicht schlimm. Was stellt ihr euch darunter vor? Lena? Ich denke, also ich bin der Meinung, dass ein Integrationsgesetz festlegt, dass es beidseitig ist, also beidseitig sein soll, für Deutsche und die Migranten. Das bedeutet, dass sie die Pflicht haben, etwas zu machen, also Deutsch zu lernen. Aber auch, dass die Deutschen die Pflicht haben, denen einen Ausbildungsplatz zu geben. Also natürlich meine ich jetzt nicht, dass wenn der sich anmeldet, dass er unbedingt genommen werden muss. Aber dass ein Migrant in der ganzen Firma sein muss. Weitere Ideen? Ihr dürft erst einmal ganz offen spekulieren. Es haben sich gerade noch andere gemeldet. Maria? Dass man keine Vorurteile haben darf. Also, dass man die nicht ärgern darf, sag ich jetzt mal. Okay. Tim? Dass man mehr auf die Bedürfnisse, auf die Migranten eingeht. Dass man denen nicht irgendwas vorschreibt, sondern mehr fragt, was würdet ihr denn machen? Ihr seht, ich habe den Artikel aus der Süddeutschen ausgewählt. Wie gesagt, das ist aber eine willkürliche Auswahl. Wir lesen den mal zusammen. Wer von euch übernimmt mal das Vorlesen? Johannes? Düsseldorf. Nordrhein-Westfalen hat als erstes Flächenland am Mittwoch ein Integrationsgesetz verabschiedet, das mehr Teilhabe, soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit für Menschen mit ausländischen Wurzeln ermöglichen soll. Der Anteil von Mitarbeitern aus Zuwandererfamilien in den Landesbehörden soll von etwa 2% noch in dieser Legislaturperiode auf bis zu 4% angehoben werden. Integrationsminister Guntram Schneider, SPD, sprach von einem Meilenstein. NRW sei damit bundesweit einen Schritt voraus. In den kommenden 3 Jahren werden in den Kommunen 34 Integrationszentren KIZ entstehen, die das spannungsfreies Zusammenleben mit Migranten in Stadtteilen fördern und mit Migrantenverbänden zusammenarbeiten sollen. Die KIZ sollen Menschen mit Migrationsgeschichte bei Bildungsabschlüssen unterstützen und mit Unternehmen und Arbeitsagenturen an einen Tisch bringen. Außer der Linken, denen die Regelungen nicht weit genug gehen, stimmen alle Parteien für das Gesetz, für dessen Projekt in diesem Jahr 14,1 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Okay. Kommen wir von euren vorherigen Spekulationen zu den konkreten Maßnahmen. Was könnt ihr dem Text entnehmen? Was soll gemacht werden? Was soll durch das Gesetz verändert werden? Daniel? Dass die Prozentzahl der arbeitenden Migranten in einer Firma von 2 oder generell von 2 auf 4% angehoben werden soll. Okay. Hanna? Die Migranten sollen auch dieselben Chancen haben wie die Deutschen, dass sie sich nicht vernachlässigt fühlen. Clara? Menschen mit Migrationshintergrund sollen bei Bildungsabschlüssen unterstützt werden. Ja, Lena. Was möchtest du noch ergänzen? Ich wollte sagen, dass mehr Geld dafür übrig ist. Das bedeutet einiges. Ja, genau. Die Politik investiert. Wir greifen uns heute einen Baustein aus diesen Maßnahmen heraus, und zwar hat das hiermit zu tun.